Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Heute dritter und letzter Tag des CDU-Parteitages und der war geprägt von Zukunftsfragen rund um Europa. In einem Monat wird ja gewählt und so lag die Wahl, wer auf dem Parteitag zum Thema sprechen sollte, auch nahe. Die EU-Kommissionspräsidentin höchst selbst. Ursula von der Leyen nahm sich die AfD zur Brust. Sie wetterte und warnte, mit Extremisten sei keine Europäische Union zu machen. Die Ursula von der Leyen also, die noch vor wenigen Tagen eine Zusammenarbeit mit anderen Rechtsaußenparteien in der EU nicht ausschließen wollte, sollte sie deren Stimmen zur Wiederwahl und damit zum Machterhalt brauchen. Ob diese Wahltaktik statt Brandmauer zum Kurs der CDU passt, Ines Trams. Mit Fingerzeig ruft der eine Parteichef den der Schwesterpartei auf die Bühne. Dazu Applaus für ihre Spitzenfrau für Europa, Ursula von der Leyen. Eine, die die Partei nie wirklich liebgewonnen hat. Doch das Signal der Geschlossenheit soll der Parteitag aussenden. Heute Auftakt des Europawahlkampfes. Wenn die demokratischen und freiheitlichen Kräfte es nicht schaffen, bei dieser Europawahl die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Europäischen Union für sich zu gewinnen, dann steht mehr auf dem Spiel als nur eine parteipolitische Verschiebung da irgendwo im Europäischen Parlament. Zuvor Jubel für den Auftritt derjenigen, die für viele hier zu lange an der Seite Angela Merkel stand. Ungewohnt scharfe Attacken der EU-Kommissionspräsidentin auf die AfD. Erst schwadroniert die AfD über Volk und Vaterland. Und dann verrät die AfD dieses Vaterland hinterrücks an die Autokraten. Die sollen sich was schämen. Von der Leyen kommt ihrer Partei heute entgegen. Ihren Green Deal, ihr Klimaschutzprogramm, für viele in der CDU viel zu grün, verpackt sie als wirtschaftsfördernde Maßnahme. Und nachdem sie sich offen gezeigt hatte, sich auch von Rechtspopulisten wählen zu lassen, macht sie nun klar: Mit Kremlknechten, Demokratieverächtern und Extremisten ist kein Staat zu machen und auch keine Europäische Union. Merz fast erleichtert. Er will die Brandmauer nach rechts auch in Europa erhalten. Keine Zusammenarbeit mit denen von ganz rechts. Danke, dass du dich so klar und so deutlich dafür ausgesprochen hast. Mit denen kommt sie nicht in Frage. Danke für diese klaren Worte. Nur zwischen den Zeilen auch Kritik an von der Leyen, an zu viel Regularien und zu viel Bürokratie. Der CSU-Chef stichelt und fordert: An einigen Stellen mal durchlüften und vor allem nicht immer bis ins Kleinste regeln. Der große Rahmen ist gut gesetzt, aber die kleine Regelung, die nervt viele, ja. Die Partei feiert sich nach 3 Tagen Parteitag. Zuvor hatte es Misstöne gegeben um die Forderung nach einer Öffnung zur Linkspartei, nach einer Rückkehr zum Merkel-Kurs der Mitte. Vorbei, zumindest verdrängt. Ein konservativeres Grundsatzprogramm verabschiedet der Parteitag harmonisch, die Delegierten beseelt. Die Bilder und die Stimmung hier auch im Saal, die haben für sich gesprochen. Und diese Geschlossenheit ist da und die gilt es jetzt auch zu wahren. Und da bin ich sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird. Wir haben am Ende des Tages das Grundsatzprogramm einstimmig beschlossen. Und das ist für mich das Zeichen, dass wir jetzt auch geschlossen in die Zukunft gehen. Der Streit zwischen Merkel-Anhängern und Merz, zwischen CDU und CSU wirklich beigelegt oder nur übertüncht? Die Europawahl, der erste Test für Partei und Parteichef Merz, steht in einem Monat an. Das Grundsatzprogramm ist also klar, auch eine Konzentration und Rückführung auf konservative Werte, Atomkraft, Wehrpflicht, Kehrtwende in der Asyl- und Migrationspolitik und deutsche Leitkultur sind da einige Stichworte. Der diesen Kurs will und 2 Jahre lang vorangetrieben hat, ist der wiedergewählte Parteivorsitzende. Und über die großen Linien will ich jetzt auch mit ihm sprechen. Grüße Sie, Herr Merz. Grüße Sie, Frau Hayali. Die Delegierten haben Sie überzeugt, aber es braucht ja auch Wähler, neue Wähler und Wählerinnen. In Umfragen liegen Sie aktuell immer so bei rund 30%. Mit einem breit aufgestellten Kurs à la Merkel könne man mehr Menschen ansprechen, sagt Daniel Günther, Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Warum verengen Sie diesen Kurs programmatisch jetzt wieder?
Wir haben dieses neue Grundsatzprogramm einstimmig beschlossen, nach intensiven Diskussionen, die wir erst in der Partei und dann hier auf diesem Bundesparteitag geführt haben. Wir hatten über 2000 Änderungsanträge, die wir gestern alle bearbeitet und beschlossen haben oder auch abgelehnt haben. Und dann, wie gesagt, einstimmig beschlossen haben. Und dieses Programm richtet sich nicht nur an uns selbst, sondern es richtet sich an die Wählerinnen und Wähler in Deutschland. Auch viele, die von uns Antworten erwarten, etwa in den Themen, die Sie gerade angesprochen haben. Und wenn ich es richtig interpretiere, gerade zu diesen Themen gibt es eine breite Mehrheit in der Bevölkerung, etwa zum Thema Migration. Und insofern öffnen wir uns hier auch neuen Wählerschichten. Sie sagen, Sie öffnen sich neuen Wählerschichten, weil Sie davon ausgehen, dass die Gesellschaft insgesamt etwas weiter nach rechts oder etwas konservativer geworden ist. Lassen Sie uns über dieses neue Wählerklientel mal sprechen. Gehen Sie weiter nach rechts, um AfD-Wähler zurückzuholen? Sind dann mögliche Wechselwähler, zum Beispiel von SPD, Grünen und FDP, raus? Gehen Sie in die Mitte? Stärken Sie die AfD? Also wie wollen Sie dieses Dilemma lösen, um in Richtung 40% zu kommen? Wir sind eine Volkspartei der politischen Mitte. Wir sagen, dass wir 3 Wurzeln haben: christlich, sozial, liberal und konservativ. Und ja, es gibt in Deutschland keine linke, grüne Mehrheit, wenn es die denn überhaupt jemals gegeben hat. Aber es gibt sie ganz sicher heute nicht mehr. Und wir wenden uns an diejenigen, die etwas anderes wollen als sozialdemokratische Politik, diejenigen, die etwas anderes wollen als grüne Bevormundung. Und das ist eine Wählerschaft, das ist ein Potenzial unter den Wählerinnen und Wählern, das ist groß. Wir konkurrieren natürlich, Sie haben gerade auch die AfD genannt, mit einer Partei, die meines Erachtens, unseres Erachtens vollkommen unzulässige und auch unrealistische Versprechungen macht. Das ist keine Alternative für Deutschland, das ist ein Abstieg für Deutschland, und dem setzen wir unser Programm der politischen Mitte entgegen: christlich, sozial, liberal und eben auch konservativ. Ja? Also Ihre Ansagen auf den Parteitag gegen die AfD, die waren ziemlich klar. Ob das dann alle, insbesondere auch im Osten, so umsetzen, wird sich zeigen. Gegen die Linke gibt es ja auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Da bleiben Sie auch dabei. Schließen Sie denn ein Bündnis, insbesondere auf Landesebene, mit Sarah Wagenknecht aus? Frau Ayali, wir gehen jetzt in diese Wahlen, um Nummer 1 auch in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg zu werden. Wir haben gute Chancen dazu, das mit Michael Kretschmer, Mario Vogt und Jan Redmann hinzubekommen. Und ich wüsste mal ganz gerne, was hinter diesem BSW eigentlich steht, außer Frau Wagenknecht persönlich. Diese Partei hat bis jetzt kein Programm, sie hat bis jetzt keine Mannschaft. Also wir müssen uns damit gar nicht befassen. Wir gehen jetzt in die Wahl mit unseren Ideen, mit unserem Programm und mit unserem Angebot an die Wählerinnen und Wähler. Das gilt für die Europawahl am 9. Juni und das gilt auch für die 3 Landtagswahlen, die dann im September folgen. Ja gut, aber Sie werden natürlich Koalitionspartner brauchen. Sie haben mal gesagt, diese Mischung aus Sozialismus und Nationalismus braucht in diesem Land niemand über dieses Bündnis von Sarah Wagenknecht. Sie werden dieses Bündnis dann aber eventuell in Thüringen brauchen. Und Wähler und Wählerinnen wollen schon manchmal wissen im Vorfeld, was ist denn da möglich? Würden Sie denn, um Ihren Machtanspruch, also Ministerpräsident zu stellen, dann sich das doch noch mal überlegen mit ihr? Wir gehen jetzt in diese Wahlen. Wir kämpfen für uns. Und dann habe ich den Landesverbänden in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen ja keine öffentlichen Ratschläge Monate vor diesen Wahlen zu erteilen. Wir haben klare Beschlüsse der Bundespartei. Ich gehe davon aus, dass wir uns alle daran halten. Ich habe auch keine Indikation, dass das irgendwo anders gesehen wird. Und dann schauen wir uns die Wahlergebnisse an und dann wird darüber zu sprechen sein, mit wem man dann die eigenen Ziele am besten durchsetzen kann. Es gibt dann ja möglicherweise auch noch Sozialdemokraten, es gibt vielleicht sogar die FDP, es gibt möglicherweise die Grünen. Das schauen wir uns dann an. Aber wichtig ist doch zunächst einmal, dass wir so stark werden müssen, dass wir die Regierungen auch führen können. Und dann werden sich alle anderen Fragen stellen. Daniel Günther, der ja eher den Merkel-Kurs bevorzugt, will auch ein Bündnis mit der Linkspartei nicht ganz ausschließen. Diskussionen darum, um diese Aussage und auch um andere Sachen, das gehört ja zu einer lebendigen Demokratie dazu. Streit gab es um den Satz mit dem Islam. Da haben Sie dann ein bisschen zurückgerudert. Deswegen frage ich jetzt aber noch mal ganz klipp und klar, welche Muslime bzw. Menschen gehören denn für Sie nun nach Deutschland und welche nicht?
Also da hat es keinen Streit gegeben und da ist auch niemand zurückgerudert, ich schon mal gar nicht. Wir haben um einen Satz gerungen, der denen gerecht wird, die hier in Deutschland zum Teil seit dritter, vierter Generation leben. Ich habe es in meiner Rede am Montag bereits angesprochen, die muslimischen Glaubens sind, die dem Islam angehören und die völlig ohne alle Probleme in diesem Lande leben, die Regeln akzeptieren und die hier auch integriert sind. Gegenüber denen, und wir haben ja nun in den letzten Tagen hier einige Demonstrationen gesehen, die das Kalifat in Deutschland befürworten, die haben in Deutschland nichts zu suchen. Und das steht in sprachlich angemessener Form auch in unserem neuen Grundsatzprogramm. Und dazu stehen wir, da gibt es kein Zurückweichen oder kein Ändern. Das ist so und das haben wir so beschlossen. Und zwar auch einstimmig. Herr Merz, Programme sind wichtig, Personen sind aber die, die dann ziehen. Sie sind jetzt mit knapp 90% wiedergewählt worden. Die Delegierten haben nach Ihrer Rede gejubelt. Die Begeisterung für Sie persönlich teilen aber viele in der Bevölkerung nicht, insbesondere junge Menschen oder aber auch Frauen. Ich weiß, Sie werden auf die Kanzlerkandidatenfrage eigentlich erst nach den 3 Ostwahlen antworten. Ich versuche es mal ein bisschen anders, grundsätzlicher. Sollte der Chef Kanzlerkandidat werden oder der beliebteste Politiker? Wir führen diese Diskussion im Spätsommer und werden die Entscheidung dann auch treffen. Und es werden in Deutschland Parteien gewählt und nicht Kanzlerkandidaten oder Kandidatinnen. Und wir werden im Lichte der gesamten Lage im Herbst eine Entscheidung treffen. Und die wird so sein, dass wir damit die Bundestagswahlen, wenn sie denn spätestens stattfinden, im Herbst 2025 gewinnen können. Ich versuche es noch mal anders. In Umfragen liegen ja Markus Söder und Hendrik Wüst vor Ihnen aktuell. Mal ganz selbstkritisch betrachtet, woran liegt das denn? Das schlechte Ärgermanagement, das man Ihnen an der einen oder anderen Stelle nachsagt, wird es ja allein nicht sein. Denken Sie über sowas nach? Wir denken natürlich, auch ich persönlich denke natürlich über so etwas nach. Sie könnten jetzt auch zum Beispiel mal die Umfragen zitieren, die Robert Habeck, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und mich miteinander vergleichen und dann auch aus diesen Umfragen mal ableiten, dass ich in jeder Fallkonstellation deutlich vorne läge. Aber wir werden uns im Licht der Lage im Herbst genau mit diesen Gedanken beschäftigen und dann eine Entscheidung treffen und nicht vorher. Und wenn die Wahlen im Osten nicht so laufen, wie Sie sich das vorstellen, tragen Sie dann die Verantwortung oder nur, wenn die gut laufen? Wir tragen hier gemeinsam die Verantwortung als CDU Deutschlands. Ich habe den Bundesvorstand, das Präsidium gebeten, aktiv in diese Wahlkämpfe mit hineinzugehen. Und dann tragen wir gemeinsam die Verantwortung für die Ergebnisse. Und wir hoffen natürlich auf sehr gute Ergebnisse. Und auch ein sehr gutes Ergebnis werde ich nicht für mich allein reklamieren. Gut gelaufen ist in jedem Fall der Parteitag für Sie, mit fast 90% wiedergewählt worden. Große Einigkeit war da zu sehen. Friedrich Merz, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Interview. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und das Gespräch haben wir nach Abschluss des Parteitages aufgezeichnet. Ein Parteitag, der wie üblich abgesichert wurde. Außerhalb von geschützten Räumen ist und bleibt es für Politiker gerade extrem ungemütlich bis gefährlich. Trauriger Beweis, erneut sind 2 attackiert worden im Wahlkampf und bei einem politischen Termin. Und genau damit beginnen jetzt auch die Nachrichten, Gundula. Die mutmaßlichen Täter sind in beiden Fällen identifiziert. Die Ermittlungen laufen in Berlin ebenso wie in Dresden. Dort wurde die Grünen-Stadtratskandidatin Mosler beim Plakatieren bedroht und bespuckt. Außerdem war Berlins Wirtschaftssenatorin Giffey gestern in einer Bibliothek gegen den Kopf geschlagen worden. Dabei wurde sie leicht verletzt. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Mit vielen Gedenkfeiern ist an das Ende des Zweiten Weltkrieges heute vor 79 Jahren erinnert worden. In Paris nahm als erste deutsche Ministerpräsidentin Bundesratspräsidentin Schwesig teil und betonte die deutsch-französische Freundschaft. An mehreren Ehrenmälern in Berlin wurden Kränze und Blumen niedergelegt im Gedenken der Opfer des NS-Regimes. Eine aus Kriegsschrott gegossene Friedensglocke der evangelischen Kirche soll zum 80. Jahrestag im kommenden Jahr nach Jerusalem reisen.
Israel hält trotz internationaler Kritik und der laufenden Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln an seinen Plänen für eine Bodenoffensive in Rafah fest. Wegen der angekündigten Offensive haben die USA eine Waffenlieferung an Israel gestoppt. Zugleich haben israelische Soldaten bei gezielten Operationen in Rafah erneut mehrere Menschen getötet. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist nach 7 Monaten Krieg zwischen Israel und der Hamas verheerend. In der Ukraine hat das russische Militär die seit Wochen schwersten Angriffe geflogen. Ziel vor allem die Energieinfrastruktur. 3 Kraftwerke wurden nach Betreiberangaben schwer beschädigt. Aber auch Wohnhäuser, so wie hier in der Umgebung von Kiew, wurden getroffen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Insgesamt wurden 7 Regionen mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe konnte 39 von 55 Raketen abfangen. In deutlicher Abgrenzung zu Russland gedenkt die Ukraine nicht mehr am 9., sondern heute am 8. Mai des Weltkriegsendes. Präsident Selenskyj stellte dabei den ukrainischen Abwehrkampf gegen Russland in die Tradition des Sieges über Hitlerdeutschland. In Jahidne, wo 27 Dorfbewohner während der russischen Besatzung vor 2 Jahren ums Leben gekommen waren, würdigte Selenskyj die Ukrainer. Vor 80 Jahren hätten sie gegen den Nazismus gekämpft. Heute müssten sie sich erneut gegen das Böse stellen. Und der Mann, der einer der wenigen sein dürfte, der auf den russischen Machthaber einwirken könnte, ist weiter auf Europareise, und die heutige Station dürfte für den chinesischen Präsidenten deutlich entspannter gewesen sein als sein erster Stopp in Frankreich. Denn in Belgrad traf er auf einen Gastgeber, der ihm zwar nicht die Füße küsst, aber immerhin genau das schon mit der chinesischen Flagge getan hat. Damals übrigens aus Dankbarkeit für Corona-Hilfen. Uneigennützig ist das alles aber nicht. China sieht das Kosovo als Teil Serbiens und ist damit ein Garant dafür, dass das unabhängige Land nicht in die Vereinten Nationen aufgenommen wird. Und Serbien wiederum sieht Taiwan als Teil Chinas. Und so schließt sich der Freundschaftskreis. Christian von Rechenberg. Er könnte ihm stundenlang zuhören. Autokrat Vučić, dem Autokraten Xi, 2, die sich mögen, wen wundert's bei solch warmherzigen Worten. Ich habe aus erster Hand gesehen, dass das serbische Volk ein eiserner Freund ist, der beste Freund Chinas. Die Liebe hat nur einen Schönheitsfehler. Der liebe Herr Xi ist ein knallharter Stratege und Gastgeber Vučić von ihm abhängig. Machtgefälle, machtgefällig. Xi muss Vučić weder kritische Fragen beantworten, noch unbequeme Gespräche führen. Stattdessen bestellter Jubel und eine zu tiefe Verneigung. Überall auf der Welt werden sie als Führer einer Großmacht Respekt finden. Aber nirgends auf der Welt werden der Respekt und die Liebe größer sein als hier in Serbien. Serbien braucht ausländische Investitionen, vor allem aus der EU. Die aber achtet auf Regeln, Umwelt, Werte, die Chinesen weniger. Mit ihnen kommt man schneller ins Geschäft. Zu bestehenden milliardenschweren Abkommen kamen heute 28 weitere hinzu. Xi drängt die EU zurück. Doch die Deals haben Schattenseiten, zu besichtigen etwa in Bor im Osten Serbiens. Hier übernahm die chinesische Firma Zijin eine Kupfermine und verdoppelte fast ungehindert die Fläche des Werks. Tagebau inklusive. Die Messstationen registrierten 100-fache Schadstoffwerte. Erst nach Bürgerprotesten besserte Zijin nach. Dieser grüne Bergbau endet jedoch am Firmentor, während das Kupfererzkonzentrat in offenen Lastwagen zum Bahnhof transportiert wird, sodass die winzigen Erzpartikel überall in die Luft gelangen. Giftige Partikel, gegen die der Bürgermeister nichts unternehme, sagt die Umweltexpertin. Stattdessen verklagte er sie, weil sie die Belastung öffentlich machte. Ohne die Arbeit von Aktivisten, heißt es, hielte sich in Bor niemand an Regeln. Der Bürgermeister steht quasi auf der Gehaltsliste von Zijin. Den Chinesen wird alles erlaubt, alles ermöglicht. Billiger Strom, billiger Treibstoff. In Gerichtsverfahren werden sie geschont. Die Chinesen genießen viel mehr Rechte als wir Serben in dieser Stadt.
Das mit der Gehaltsliste ist ein Gerücht. Und nicht alle hier sind gegen Xi Jinping. Im Gegenteil, mit den Chinesen kamen höhere Gehälter für die knapp 6.000 Mitarbeiter. Für mich persönlich hat Xi Jinping viel Positives gebracht und ich hoffe, dass es in Zukunft noch besser wird. Auf lange Sicht würde ich sagen, dass es wahrscheinlich mehr schadet als nützt. Womit sie recht haben könnte, angeblich, so die Umweltaktivisten, hat Xi Jinping in geheimen Verträgen fast 2/3 der Stadtfläche gekauft, zu Erkundungszwecken, sprich zum Wegbaggern. Und Xis erster Trip nach Europa seit 5 Jahren führt ihn morgen übrigens nach Ungarn. Berlin, Madrid, London lässt er aus. Von einer interessanten Reiseroute kommen wir jetzt zu interessanten Fragen. Was darf Kunst? Was ist von der Kunstfreiheit gedeckt? Und wie kann man dafür Sorge tragen, dass niemand über die künstlerisch-freiheitliche Schmerzgrenze hinausgeht? Denn genau das ist auf der Documenta vor 2 Jahren passiert mit antisemitischen und anti-israelischen Inhalten. Für die nächste Documenta soll es nun einen Verhaltenskodex geben. Doch auch der hat seine Tücken, denn für die für die Inhalte der neuen Ausstellung 2027 verantwortlich sein werden, gilt dieser Code of Conduct nicht. Peter Theissen. Ein schwarz verhülltes Banner. Es wurde zum traurigen Symbolbild der letzten Documenta. Eindeutig antisemitische Darstellungen warfen einen dunklen Schatten über die Kunstschau. Sogar ein Abbruch der Documenta schien nicht mehr unmöglich. Doch wer war verantwortlich für den Skandal? Das Kuratorenteam aus Indonesien, die Geschäftsführung oder die Generaldirektorin, die schließlich zurücktrat? Jedenfalls, so etwas darf nicht mehr passieren, so der neue Aufsichtsrat der Documenta, der glaubt, ein passendes Rezept gefunden zu haben. Die Documenta muss einen Weg zeigen, wie dieser schmale Grat, der entscheidende ist. Auf der einen Seite die Kunstfreiheit sozusagen in vollem Umfang auch für die künstlerische Leitung sicherzustellen und auf der anderen Seite eben auch ganz deutlich Position zu beziehen und Diskriminierung zu verhindern. Und so hat der Aufsichtsrat nun einen Code of Conduct, einen Verhaltenskodex beschlossen, der Antisemitismus verhindern soll. Allerdings, dieser Code of Conduct soll nur für die Geschäftsführung gelten, nicht aber für die künstlerische Leitung der Documenta, denn man habe erkannt, dass es ein neuralgischer Punkt ist für den künstlerischen Bereich, sich einen Code of Conduct, also eine Verhaltensordnung zu geben, denn jede Verhaltensordnung hat natürlich etwas Begrenzendes und sorgt daher für ein, sagen wir mal, Störgefühl der künstlerischen Seite. Doch kann so Antisemitismus auf der nächsten Documenta tatsächlich wirksam bekämpft werden? Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist offenbar nicht ganz zufrieden mit der Regelung. Sie teilt schriftlich mit: Zur Frage der Entwicklung und Einführung sowie des möglichen Geltungsbereiches eines Codes of Conduct durch die Documenta werde ich nun Gespräche mit dem Kollegen des Landes Hessen sowie dem Oberbürgermeister von Kassel zu den Beschlüssen des Aufsichtsrates führen. Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank hingegen, begrüßt den gefundenen Kompromiss. Es muss ganz klar sein, dass Kritik an Israel auch auf der Documenta Platz hat. Nichtsdestotrotz muss geachtet werden, dass gerade diese Kritik nicht zu einer Hetze gegen Juden und sogar gegen Israelis dann überläuft. Wenn es auch im Vorfeld geklärt wird, ersparen wir, denke ich, sehr viel Kontroverse und Konflikte. Hans Eichel, der lange mit der Documenta verbunden ist, jedoch sieht durch die neuen Regelungen die Kunstfreiheit in Gefahr. Für die Documenta ist die Kunstfreiheit ihre Existenzbedingung. Das ist Nicht-Eingreifen des Staates, weil sie die weltoffenste Veranstaltung in Deutschland ist und natürlich die unterschiedlichsten Positionen zu dieser Documenta nach Deutschland kommen. Nun muss schnell eine Findungskommission her. Bis Ende des Jahres soll die künstlerische Leitung für die nächste Documenta feststehen. Keine leichte Aufgabe angesichts der aufgeladenen Stimmung im deutschen Kulturbetrieb. Aufgeladen und dann ausgelassene Stimmung, die gab es gestern Abend bei Borussia Dortmund. Der BVB ist ins Champions-League-Finale eingezogen. Jawohl. Nach dem und mit dem 1:0-Sieg im Halbfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain. Jubelstimmung natürlich bei den Spielern von Borussia Dortmund, die heute heimkehrten, und auch bei den Anlegern vom BVB. Valerie Haller, die Aktie legte an der Börse deutlich zu, allerdings auf niedrigem Niveau.
Ja, aber heute jubelt die Börse tatsächlich, weil Anleger darauf setzen, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Die Aktie gewinnt zeitweise zweistellig. Am Ende bleibt ein Plus von gut 6%. Immer noch ein Kursfeuerwerk. Wer von Anfang an dabei ist, für den war die Aktie jedoch kein besonders gutes Investment. Seit Börsenstart im Jahr 2000 haben die Papiere über 60% verloren. Fußball ist natürlich auch ein enormes Geschäft. Wie viel verdient denn so ein Champions-League-Finalteilnehmer? Naja, alles in allem so viel, dass Borussia Dortmund heute die Gewinnprognose fürs aktuelle Geschäftsjahr angehoben hat. Finale Zahlen gibt es noch nicht. Da fehlen etwa die Fernsehgelder und die Prämie für einen Finalsieg. Der sportliche Erfolg lässt jetzt schon die Kassen klingeln. Mindestens 15,5 Millionen Euro zusätzlich kassiert der BVB durch den Finaleinzug. Insgesamt nehmen die Dortmunder durch den Erfolg in der Champions League bislang über 100 Millionen Euro in dieser Saison ein durch Erfolgs- und Startprämien und eine UEFA-Ausschüttung. Wie viel beim Verein am Ende tatsächlich hängen bleibt, ist unklar. Schließlich profitieren auch die BVB-Spieler. Sie bekommen Prämien in Millionenhöhe. Ja, aber was für ein Spiel. Danke, Valerie. Vom Fußball zu Olympia. Die olympische Flamme hat am Abend Frankreich erreicht. Begleitet von etwa 1000 Booten legte der Dreimaster Baleine mit der Flamme an Bord in Marseille an. Sie war im April in Griechenland entzündet worden. Von Marseille aus soll sie von 10.000 Läuferinnen und Läufern nach Paris getragen werden. Dort werden die Spiele am 26. Juli eröffnet. Die Genehmigung millionenschwerer deutscher Hilfen für den Ferienflieger Condor durch die EU-Kommission ist nichtig. Das Gericht der Europäischen Union entschied, die EU-Kommission hätte ein förmliches Prüfverfahren einleiten müssen. 2019 hatte der deutsche Staat Condor mit einem Kredit gerettet nach der Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook. Ein unfairer Vorteil, so die erfolgreiche Klage von Ryanair. Folgen werden noch geklärt. Die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch lauten 3, 23, 27, 30, 31, 40, Superzahl 8. Weitere Gewinnzahlen auf lotto-zdf.de und im ZDF-Text. Der vergangene April war global betrachtet der wärmste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das berichtet der EU-Klimawandeldienst Copernicus. Die Lufttemperatur lag im April weltweit bei durchschnittlich 15,03 Grad und damit 1,58 Grad über dem Mittel der vorindustriellen Zeit. Besonders in Süd- und Südostasien gab es im Frühjahr wochenlange Hitzewellen mit Temperaturen um die 40 Grad. So, und ohne Nachkommastellen kann ich Ihnen aber schon verraten, auch wenn wir hier keine Wetterexperten sind, Gundula und ich, aber morgen, passend zum Feiertag, soll es wieder schön werden. Und um 0:45 Uhr meldet sich später Christina von Ungern-Sternberg mit unserem Heute-Journal-Update. Das war's von uns. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss. Bis morgen. Guten Abend. Der April 2024 war weltweit der 11. rekordwarme Monat in Folge. Seit Juni 2023 war jeder Monat wärmer als alle Jahre zuvor. Der Klimawandel ist in vollem Gang. Wir kommen aber jetzt zum Wetter bei uns. Und da übernimmt ab jetzt Hoch-Thomas die Regie. Damit stehen uns ein paar ruhige und freundliche Tage bevor. Schon heute Nacht lässt der Dauerregen an den Alpen nach. Oft ist es klar, örtlich bildet sich Nebel. Die Nacht wird recht kühl. Örtlich ist sogar Bodenfrost möglich im Nordosten bei 3 bis 10 Grad. Am Tag wird es dann aber schnell angenehm mit Temperaturen um 20 Grad bis hin zu 22 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Kühler ist es an den Küsten, im Bergland oder auch südlich der Donau. Denn südlich der Donau sind auch die Wolken am dichtesten. Aber nur vormittags gibt es hier noch ein bisschen Regen. Auch im Nordwesten sind die Wolken etwas dichter.
Dazwischen aber startet der Himmelfahrtstag mit viel Sonne. Nachmittags entwickeln sich dann Quellwolken. Aber die lassen trotzdem Platz für 11 bis 13 Stunden Sonne. Und zwar in einem Streifen hier von Berlin-Brandenburg bis ins Saarland. Am meisten Sonne sehen wir dann am Wochenende im Südwesten. Hier steigen die Temperaturen dann bis zum Muttertag am Sonntag auch bis auf 26 Grad. Im Osten gibt es etwas mehr Wolken, aber höchstens mal hier und da einen Schauer. Tschüss.